Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir uns an, was der Tag mit sich bringt. Für eine Botschaft, für das Kollektiv, das damit in Resonanz geht. Ja, wir haben hier einen Moment, bei dem wir tatsächlich unseren Blickwinkel wechseln, wo wir wieder an das Glück glauben, wo sich auf kleinem Weg Zweifel entfernen, verschwinden. Auch einen guten Tag für Manifestieren von Alltagsglück. Vielleicht eine Ankündigung auf eine berufliche Situation, die sich hier klärt für uns. Kleine Wenden, ein Weg, den man gegangen ist, wo man gedacht hat, ob das wohl so funktioniert. Die werden hier so angezeigt, dass sie sich jetzt klären, ein bisschen Glück mitbringen, ein bisschen Wohlfühlen, ein bisschen mehr Erde. Ich habe ein gutes Fundament. Wir haben den Anker, den Baum, die Sterne, den Klee, die Lilien. Das alles sind die Karten, die die Zweifel und die Unsicherheiten umgeben. Und das bedeutet, dass wir so eine Richtung kriegen. Das ist nichts Großes. Das findet im Kleineren statt, wo wir aufatmen und erkennen, dass sich etwas tatsächlich in eine gute Richtung bewegt. Ich habe hier die Möglichkeit, mit einer schicksalshaften Nachricht, eine Nachricht, die Gewicht hat, etwas, was uns zu Ohren kommt, irgendwo auf der Seelenebene auch einen Mangel auszugleichen, ein Potenzial, das unseren Selbstwert stärkt. Was ich auch sehen kann, ist, dass man hier sich Gedanken macht, dass man keine Verluste macht, sowohl als Mensch auf der Seelenebene und auch im finanziellen Bereich. Man versucht irgendwie so sein Fundament zu klären, sein Grund und Boden zu stärken. Hier sehe ich auch, dass etwas eine andere Richtung aufnimmt. Ich sehe eine Verneinung, durch die eine Verjahung entsteht. Hört sich blöd an, ich weiß. Also es geht hier so darum, dass sich etwas nicht eröffnet und dass das große Glück ist. Außerdem habe ich hier fürs Kollektiv Transformationen in allen Bereichen, die auf der Herzensebene liegen. Ich glaube, dass wir das auch schon spüren. Ich habe, dass das Außen auf unser Beziehungsleben einwirkt. Vergangenheit, das ist jetzt hier ein großes Konstrukt. Vergangenheit, Außen, Einflüsse vom bisherigen Lebenweg, eine gewisse ungesunde Beziehungsstruktur, die man für sich selber aufgebaut hat, zu sich, mit anderen, zum familiären Umfeld. Und es rüttelt hier so ein bisschen, es bringt Unruhe mit. Weil viele von uns deshalb unsere Träume nicht leben, aus ihrem Herzen eine Kammer machen, die zu ist, nichts Neues ins Leben haben wollen, weil das könnte ja nur wieder Gefahr sein. Keinen Boden betreten, bei dem man nicht genau weiß, wo man steht. Also das hier ist Kontrolle pur gegen das sich einlassen aufs Leben. Wir haben hier oben die Zweifel, wir haben hier oben das, was uns hindert oder wo wir auch immer wieder das nähren, dass man nicht ans Glück glaubt oder so.
das ist nichts Kleines, was hier liegt. Ne? Das sind schon so größere Umbrüche. Ein Übergang in eine neue Phase, ein schicksalshafter Richtungswechsel, die Themen, die damit verbunden sind, wenn sich Dinge verändern. Bin ich beruflich gut aufgehoben? Reichen mir die Finanzen? Was macht mein Selbstwert? Wie gehe ich damit um, wenn sich neue Türen öffnen, wie sich welche schließen? Wo habe ich meine eigenen Themen, wo ist meine Intuition und meine Hellsicht so ausgeprägt, dass ich eigentlich gar nichts von ihr wissen will, weil sie mir halt auch Dinge zeigt, die, die ich nicht hören möchte. Das Schöne ist, wir haben hier das Buch und die Sonne. Die Sonne steht hier auf dem Kopf. Aber das ist für mich das klassische Bestehen einer großen Prüfung. Nicht auf der Ebene, wo man arbeitet oder so oder lernt, sondern da kommt man als Mensch an was dran, was nicht jeden Tag verfügbar ist. Ich habe so ein bisschen auch dieses Ding, dass es sehr darum geht, gewisse Dinge mal bleiben zu lassen, anzunehmen, dass man Änderungen im Leben nicht immer von sich abhalten kann oder außen vor lassen kann. Es werden dir hier Menschen geschickt, ne, die bringen dir die Sonne, die bringen dir die Blumen sozusagen mit. Die geben dir eine Einladung fürs Leben, für die Leidenschaft, für alles. Die bringen eine Veränderung mit, bei der man selber aufblüht. Aber das Ganze ist halt damit verbunden, dass bei dem Entstehen von den neuen Wegen, die hier liegen, wir uns selber sehr im Wege stehen, weil wir mit Sachen rechnen müssen, die wir so nicht geplant haben oder die Wege mitbringen, ja, bei denen beschneidet man sich auch mal Dinge, ne? Man verzichtet bewusst auf was. Wir haben hier die Sense ganz unten dran. Natürlich ist das hier auch die Wurzel, das heißt, wenn ich was Neues beginne, wenn das Leben mir neue Aufgaben schickt, wenn ich eine Frage des Lebens beantwortet habe, kommt eben die nächste. Und es geht fließend über. Und das Gedankenchaos ist hier auch da. Das ist aber nur, weil wir es noch nicht greifen können und weil Dinge noch nicht ganz geklärt sind. Und wir hatten was gestern so schön gesagt, was macht man in diesen Übergangsphasen, ne? Auf was stellt man sich da ein? Das Fundament, das hier oben liegt, das ist gegeben. Darauf kann man bauen, darauf kann man sich verlassen. Das, was hier irgendwie mitschwingt, ist das Unangenehme der Veränderung, mit dem man rechnet. Für einige von uns geht es hier darum, dass sie im kleinen Bereich, im Arbeitsbereich etwas verändern. Das kann mit einer Umstrukturierung der Finanzen zusammenhängen. Für andere ist es im Liebesbereich, ne, die Partnerschaften, die man hat, guckt man an. Man hinterfragt sich, wo man Mangel hat, wo etwas nicht funktioniert, wo man überhaupt ein Chaos hat in dem Thema. Ich habe hier kleinere Dinge bei Veränderungen im häuslichen Bereich. Neue Wege, die da entstehen, auch das Umfeld zu verändern. Auch das hatten wir irgendwie die Tage schon mal. Aber es ist eben damit verbunden, auch mal was bleiben zu lassen. Es kann auch etwas sein, was man immer so nährt. Ja? Ein ewig gleicher Kreislauf, ohne über den Tellerrand zu gucken, bei dem keinerlei Weiterkommen zu sehen ist oder keinerlei Entwicklung nach vorne. Wir gucken mal, was die Vögelchen hier noch mitgeben. Wir haben den Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Denn genau das ist das, auf was man auch bei Veränderungsphasen danach immer wieder zurückgreifen kann.
Ihr Lieben, habt einen wunderbaren Sonntag. Ich drücke euch bis morgen.